Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Liebe Kinder, sagte ein armer Mann zu seinen 4 Söhnen, ich habe nichts, was ich euch geben kann. Ihr müsst in die Welt hinausgehen und euer Glück versuchen. Fangt an, ein Handwerk oder eine Fertigkeit zu erlernen und seht, wie ihr zurechtkommt. So nahmen die 4 Brüder ihre Wanderstöcke und kleinen Bündel und verabschiedeten sich von ihrem Vater, bevor sie gemeinsam durch das Tor gingen. Nachdem sie eine Weile gegangen waren, kamen sie an einen Ort, an dem 4 Wege zusammentrafen, die jeweils in ein anderes Land führten. Da sagte der älteste Bruder, hier müssen wir uns trennen. In 4 Jahren werden wir an diesen Ort zurückkehren, und bis dahin sollte jeder von uns sehen, was er alleine erreichen kann. So ging jeder Bruder seinen eigenen Weg. Der älteste Bruder ging zügig, als er einem Mann begegnete, der ihn fragte, wohin er gehe und was er wolle. Ich gehe hinaus, um mein Glück zu versuchen, und möchte zunächst ein Handwerk erlernen, antwortete er. Dann komm mit mir, und ich werde dir beibringen, der cleverste Dieb aller Zeiten zu werden, sagte der Mann. Nein, erwiderte der junge Mann, das ist kein ehrlicher Beruf. Und was kann man damit am Ende verdienen, außer dem Galgen? Oh, sagte der Mann, du brauchst dir keine Sorgen um den Galgen zu machen. Ich werde dir nur beibringen, was fair ist, Dinge, die niemand sonst will oder finden kann und wo dich niemand fangen wird. Also stimmte der junge Mann zu, ihm zu folgen, und er wurde so geschickt, dass ihm nichts entging, sobald er es sich vornahm. Der zweite Bruder traf ebenfalls einen Mann, der, als er erfuhr, was der Bruder vorhatte, ihn fragte, welches Handwerk er erlernen wollte. Ich weiß es noch nicht, sagte er. Dann komm mit mir und werde Sternenbeobachter. Es ist eine edle Fertigkeit, denn nichts kann vor dir verborgen bleiben, sobald du die Sterne verstehst. Die Idee begeisterte ihn, und bald wurde er so talentiert im Sternenbeobachten, dass er, als er seine Ausbildung beendet hatte und seinen Meister verlassen wollte, ein Teleskop erhielt und gesagt bekam, damit kannst du alles sehen, was am Himmel und auf der Erde geschieht, und nichts wird dir verborgen bleiben. Der dritte Bruder traf einen Jäger, der ihn mitnahm und ihm alles über die Jagd beibrachte, bis er sehr geschickt im Umgang mit der Natur wurde. Als er seinen Meister verließ, bekam er einen Bogen und wurde mit den Worten verabschiedet: Was auch immer du mit diesem Bogen anvisierst, wirst du mit Sicherheit treffen. Der jüngste Bruder traf ebenfalls einen Mann, der ihn fragte, was er tun wolle. »Möchtest du nicht Schneider werden?« fragte der Mann. »Oh nein«, sagte der junge Mann. »Den ganzen Tag mit Nadel und Faden zu sitzen, ist nichts für mich.« »Oh«, erwiderte der Mann, »das ist nicht mein Verständnis von Schneiderei. Komm mit mir, und du wirst eine andere Art von Handwerk lernen.« Da er nicht viel anderes zu tun hatte, stimmte er zu und lernte die Schneiderei von Grund auf. Als er seine Ausbildung abgeschlossen hatte, gab ihm sein Meister eine Nadel und sagte, mit dieser kannst du alles nähen, egal ob es so weich ist wie ein Ei oder so hart wie Stahl, und die Stiche werden so fein sein, dass keine Naht sichtbar sein wird. Nach 4 Jahren trafen sich die 4 Brüder wieder an der Weggabelung. Sie begrüßten einander und gingen zu ihrem Vater nach Hause, wo sie alles erzählten, was ihnen passiert war und wie jeder eine Fertigkeit erlernt hatte. Eines Tages, während sie vor dem Haus unter einem großen Baum saßen, sagte ihr Vater, ich möchte sehen, was jeder von euch kann. Er schaute nach oben und sagte zum zweiten Sohn, oben in diesem Baum ist ein Buchfinkennest. Sag mir, wie viele Eier darin sind.
Der Sternenbeobachter nahm sein Teleskop, schaute nach oben und sagte: 5. Nun, sagte der Vater zum ältesten Sohn, nimm die Eier, ohne dass der Vogel, der darauf sitzt, etwas davon merkt. Der clevere Dieb kletterte den Baum hinauf und nahm vorsichtig die 5 Eier, ohne dass der Vogel es bemerkte, und dieser saß weiterhin ruhig da. Dann stellte der Vater die Eier auf den Tisch, eines auf jede Ecke und eines in die Mitte, und sagte zum Jäger: Schieß alle Eier mit einem Schuss in 2 Hälften. Der Jäger nahm seinen Bogen und traf mit einem Schuss alle 5 Eier, wie es sein Vater verlangt hatte. Nun bist du dran, sagte der Vater zum jungen Schneider. Nähe die Eier und die jungen Vögel darin so ordentlich wieder zusammen, dass sie unversehrt bleiben. Der Schneider nahm seine Nadel und nähte die Eier wie angewiesen. Als er fertig war, wurde der Dieb geschickt, um die Eier unbemerkt zurück ins Nest zu bringen. Der Vogel blieb sitzen und brütete sie aus, und nach ein paar Tagen schlüpften die Küken mit nur einer kleinen roten Linie um den Hals, wo der Schneider sie zusammengenäht hatte. »Gut gemacht, meine Söhne«, sagte der alte Mann. »Ihr habt eure Zeit gut genutzt und etwas Wertvolles gelernt. Aber ich weiß wirklich nicht, wer den Preis bekommen soll. Ich hoffe, es kommt bald die Zeit, in der ihr eure Fähigkeiten für etwas Wichtiges einsetzen könnt. Nicht lange danach gab es viel Aufregung im Land, denn die Tochter des Königs war von einem wilden Drachen entführt worden. Der König war sehr traurig über seinen Verlust und gab bekannt, dass derjenige, der sie zurückbringt, sie heiraten dürfte. Die 4 Brüder sagten zueinander: Das ist unsere Chance. Lasst uns sehen, was wir tun können. Sie beschlossen, die Prinzessin zu retten. Ich werde herausfinden, wo sie ist, sagte der Sternenbeobachter und sah durch sein Teleskop. Bald rief er: Ich sehe sie in der Ferne auf einem Felsen im Meer sitzend, und ich kann den Drachen in der Nähe sehen, der sie bewacht. Dann ging er zum König und bat um ein Schiff für sich und seine Brüder. Sie segelten über das Meer, bis sie den richtigen Ort erreichten. Dort fanden sie die Prinzessin, die auf dem Felsen saß, genau wie der Sternenbeobachter gesagt hatte, während der Drache mit dem Kopf auf ihrem Schoß schlief. »Ich kann ihn nicht erschießen«, sagte der Jäger, »weil ich auch die schöne junge Dame treffen würde. Dann werde ich mein Geschick einsetzen«, sagte der Dieb, und er nahm die Prinzessin leise und sanft von unter dem Drachen weg, der weiterhin schlief und es nicht bemerkte. Sie eilten zurück zu ihrem Boot voller Freude, doch bald wachte der Drache auf und brüllte ihnen hinterher. Als er sah, dass sie die Prinzessin entführt hatten, flog er hinter ihnen her. Während er versuchte, sie zu erwischen und die Prinzessin zurückzuholen, nahm der Jäger seinen Bogen und erschoss ihn direkt ins Herz, sodass er starb. Sie waren immer noch in Gefahr, denn der Drache war so groß, dass er beim Fallen ihr Boot umstürzte, und sie mussten im offenen Meer auf einigen Planken schwimmen. Der Schneider nahm seine Nadel und nähte schnell einige der Planken zusammen. Er setzte sich auf sie und segelte herum, um die Teile des Bootes zu sammeln. Dann setzte er sie so schnell wieder zusammen, dass das Boot wieder bereit war, und sie kehrten sicher ins Schiff zurück. Als sie die Prinzessin zu ihrem Vater zurückbrachten, gab es große Freude. Der König sagte zu den 4 Brüdern: Einer von euch soll sie heiraten, aber ihr müsst unter euch entscheiden, wer es sein wird. Dann begannen sie zu streiten. Der Sternenbeobachter sagte: Wenn ich die Prinzessin nicht gefunden hätte, wären eure Fähigkeiten nutzlos gewesen. Daher sollte sie mir gehören. Es hätte nicht geholfen. Wenn du sie gesehen hättest, sagte der Dieb, wenn ich sie nicht vom Drachen geholt hätte, sie sollte mir gehören. Nein, sie gehört mir, sagte der Jäger,
denn wenn ich den Drachen nicht getötet hätte, hätte er euch und die Prinzessin auseinandergerissen. Und wenn ich das Boot nicht zusammengenäht hätte, sagte der Schneider, wärt ihr alle ertrunken, also gehört sie mir. Dann meldete sich der König zu Wort und sagte, jeder von euch hat Recht. Da keiner von euch sie haben kann, ist die beste Lösung, dass keiner von euch sie heiratet, denn es gibt jemanden, der sie viel lieber mag. Aber um euren Verlust auszugleichen, werde ich jedem von euch die Hälfte eines Königreichs als Belohnung für eure Fähigkeiten geben. So einigten sich die Brüder darauf, dass dieser Plan besser war, als zu streiten oder eine Dame zu heiraten, die keinen von ihnen wollte. Der König gab dann jedem Bruder die Hälfte eines Königreichs, und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage und kümmerten sich gut um ihren Vater. Was die junge Dame anging, sorgte jemand anders für sie, so dass weder der Drache noch irgendeiner der Handwerker sie wieder haben konnte. Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.